Stellung voraus. Halt! Geradet! Feuer! Feuer! In the afternoon hours of the 9th of May 1945, the rearguard of the German 17th Army was moving through the Czech border town of Náchod. It comprised a detachment of Hetzer tank destroyers and infantry belonging to the 31st SS Volunteer Division. A full day after the official capitulation, these soldiers did not hesitate to unleash a senseless battle, murdering captured Soviets and Czech civilians alike. But this brutality did not go unanswered. Our story presents the perspective of the instigators of these events, attempting to provide an insight into their motives. We drew inspiration from photographs, memories, and, above all, the diary of a tanker who sat inside one of those Hetzers during those fateful moments, a diary preserved to this day in the archives of an East Bohemian museum. While this film is inspired by this chapter of history, it does not depict actual historical figures or specific skirmishes. The viewpoint of a young SS soldier is not intended to evoke pity, but rather to offer an alternative perspective on history that is rarely seen. Ich wurde in einer sehr unruhigen Zeit geboren. Das Licht der Welt erblickte ich im Frühjahr 1926. Wir lebten in bescheidenen Verhältnissen und das Leben verging in einem raschen Tempo. Auf der Schulbank erlebte ich die wilden 30er Jahre, die Zeit des Jungvolks und der Hitlerjugend. Anfang der 40er Jahre lernte ich den Beruf des Maschinenschlossers und bekam eine Stelle in der Kriegsindustrie. Meine Altersgenossen wurden nach und nach an die verschiedenen Fronten geschickt. Ich hatte vorerst mein sicheres Auskommen. Doch im März 1944 brachte mir der Postbote einen unerfreulichen Brief. Den Einberufungsbefehl. Ich sollte mich im Werbebüro melden. Dort wurde ich ohne viele Fragen der SS-Panzerjäger Ausbildungs- und Ersatzabteilung 3 zugeteilt. Ich sollte also ein Panzerjäger werden. Ich erinnere mich noch gut, wie mir dabei ein kalter Schauer über den Rücken lief. Mein Vetter Johann war erst ein Jahr zuvor irgendwo in der Ukraine in einem Panzer verbrannt. Panzerjäger! Antreten! Männern, Munition holen und den Panzer in Gefechtszustand bringen. Alles klar? Jawohl! Ich kam zum SS-Truppenübungsplatz Heidelager, wo ich allerdings nur kurze Zeit blieb, da ich an einer Hirnhautentzündung erkrankte. Bis zum Herbst verbrachte ich dann meine Zeit im schönen Prag, im Teillazarett Prag-Branik. Nach meiner Genesung und einem kurzen Heimurlaub wurde ich zum SS-Truppenübungsplatz Böhmen, unweit von Prag, versetzt, wohin unsere Ausbildungseinheit vor der heranrückenden Front verlegt worden war. Meine neue Heimat war ein kleines, fast verlassenes Dorf namens Chlum, irgendwo südlich von Prag, wo sich die SS-Panzerjägerschule befand. Nach und nach bekamen wir dort die Theorie des Panzerkampfes unter die Haut. Monatelang warteten wir darauf, unsere eigenen Fahrzeuge zu erhalten und versuchten uns die ganze Theorie richtig einzuprägen. Die ursprünglich erwarteten Sturmgeschütz 3 wurden schließlich durch kleinere Fahrzeuge vom Typ Jagdpanzer 38T, genannt Hetzer, ersetzt, die im Protektorat gebaut wurden.
Ich wurde als Ladeschütze im Kommandofahrzeug der 2. Batterie eingeteilt. Die Abteilung erhielt 14 Fahrzeuge und wurde der 31. SS-Freiwilligen Grenadierdivision unterstellt. Im April 1945 wurde unsere Abteilung früher als geplant an die Front verlegt. Angeblich sollten wir den Kessel von Breslau durchbrechen. Dort trafen wir zum ersten Mal auf die Männer der 31. Waffen-SS-Division, der wir unterstellt waren. Von richtiger deutscher Sprache konnte man in diesem Haufen kaum sprechen. Ein buntes Durcheinander, meist hörte man Ungarisch oder irgendwelche slawischen Sprachen. Das waren ganz andere SS-Leute, als man sie ein paar Jahre zuvor in den Wochenschauen gesehen hatte. Auch ich war überrascht, dass man mich der Waffen-SS zugeteilt hatte. Die Vorstellung einer Eliteeinheit, die sich aus Freiwilligen zusammensetzte, war im Laufe des Krieges längst verblasst. Können Sie bitte Deutsch reden? Wie Hunderttausende andere war auch ich ohne Wahlmöglichkeit in ihre Reihen eingegliedert worden. Unser erster Einsatz verlief hektisch. Der Kommandeur der 1. Batterie, Sturmführer Gottwald, stand auf der Panzerung seines Kommandofahrzeugs und rief uns zu, dass er die Russen bis nach Moskau zurückjagen und alte Rechnungen begleichen werde. Wir werden dem Iwan wieder einmal gehörig in den Hintern treten, wie schon oft zuvor. Haltet durch in dieser Stunde, in der Als die Abteilung in Kolonne stand, bot sie wirklich einen imposanten Anblick. Das erfüllte mich mit einem gewissen Hoffnungsschimmer. Unsere Besatzung wuchs schnell zusammen. Anders ging es auch gar nicht. In dem engen Raum konnten wir uns kaum bewegen, geschweige denn mit der Kanone hantieren. Der Kommandant unseres Fahrzeugs war ein Sudetendeutscher namens Johann Kraus, ein fanatischer Nationalsozialist, dem zunehmend die Nerven versagten, je aussichtsloser die Lage an der Front wurde. Früher hatte er bei der Division Totenkopf als Zugführer gedient und später als Kommandant einer 8,8 cm Kanone, also hatte er im Panzerkampf schon seine Erfahrung. Es ist wahrscheinlich, dass sie uns sofort mit Katjuscha-Raketen eindecken. Am meisten verstand ich mich mit unserem Fahrer Horst und dem Richtschützen Eduard. Wir drei bildeten im Innern des Fahrzeugs fast einen Körper. Gegen den Russen rückten wir zum ersten Mal Ende April 1945 aus. Es war früher Morgen. Die meisten unserer Fahrzeuge hatten schon die neuere Ausführung der Auspuffanlage, die einen Höllenlärm machte. Der Feind wusste also schon von Weitem, dass wir im Anmarsch waren. An Munition mangelte es uns nicht, aber mit dem Treibstoff sah es deutlich schlechter aus. Alles in allem schien es jedoch, als ob die Rotarmisten in den letzten Kriegstagen nicht mehr allzu viel Lust hatten, ihr Leben zu riskieren. Sie lagen eingegraben, verborgen hinter Minenfeldern. Aus ihren Panzern und Panzerabwehrkanonen ragten nur die Rohre hervor. 2 Fahrzeuge unserer Batterie unterstützten den Angriff der Infanterie. Im Rücken hatten wir ein Wahrzeichen der Gegend, den sagenumwobenen Zoptenberg. Ohne jede Art von Artillerievorbereitung rückten wir vor. Motor an. Viel Glück, Männer!
Etwas beruhigt hat mich damals unser Kommandant, der ganz offensichtlich wusste, was er tat. Es erschien mir zwar riskant, dass er ständig halb aus der Luke hing, aber für die Orientierung im Gefecht und den Kontakt zur vorrückenden Infanterie war das einfach notwendig. Fahrer, halt! Josef! Ja? Russische Infanterie, auf 10 Uhr. 100. Jawohl, ich verstehe! Schießt dort mit dem Maschinengewehr. Jawohl! Fahrer nach rechts. Vorrücken. Das war's! Sprenggranate 34. Laden. Feindliche Stellung voraus. Halt! Geladen! Feuer! Feuer! Josef! Lade! Mach schnell! Halt nicht an! Soll ich vorfahren? Ja, wir fahren bis zum Waldrand. Vorwärts! Fahr schnell! Langsam! Vorsichtig! Nach links! Anhalten! Feindstellung auf 12 Uhr, 100 Meter, bei dem Baum! Внимание! Укрытие! Hab ihn! Feuer! Unterstützer! Unterstützer! Ja? Bitte nicht weiter! Fangstellung! Ja? Entfernung! 400 Meter! 400 Meter! Alles klar! Nummer 2. Feindliche Packstellung hinter dem Wald. Auf 400. Sofort vernichten. Einverstanden. Vorwärts! Erste Gruppe! In den Wald! Ohne Deckung! Jawohl! Im Gehen! Achtung! Bauunterstützer! Nummer 2. Nummer 2. Hörst du mich? Ich sehe sie nicht! Sie sind hinter dem Wald! 2. Antworte verdammt nochmal. Nummer 2. Nummer 2. Ich steige aus. Bleibt im Panzer. Augen offen. Waffen bereit. Ja? Keine Sicht! Nur unsere Grenadiere!
der Panzer? Weiß ich nicht. Welche Richtung? Weiß ich nicht. Scheiße. Verdammt. Wir nehmen uns ins Visier. Zu mir. Was zum Teufel ist passiert? Woher kam der Schuss? Hinter der Wiese steht eine russische Batterie. Verdammt! Hans! Verschwindet von dort! Los! Hans! Schnell zu mir! Los jetzt, Hans! Verdammt, worauf wartest du? Los! Sie müssen zu uns durch! Wo zur Hölle bleibt der zweite Zug? Die schießt montiert auf Zugführung. Was zum Teufel ist passiert, Hans? Wir müssen weg. Ja. Und zwar schnell. Los! Alle zurück! In Deckung! Rückzug! Kommandant, was jetzt? Rückzug! Sofort zurückziehen! Alles zurück! Los, los! MG! Sperrfeuer! Haltet sie auf! Jäger 1, ich 21. Hören Sie mich. Hier haben wir keine Chance auf Erfolg. Stellungswechsel nach hinten. Rückzug. Ende. Der Vorstoß ist gescheitert. Der Russe hatte sich tief im schlesischen Schlamm eingegraben und die Grenadiere verspürten verdammt wenig Lust, noch zu sterben. Wir verloren ein Fahrzeug der Batterie, der Fahrer ist dabei gefallen. Am nächsten Morgen kam der Rückzugsbefehl. Die Stadt hatte kapituliert. Die Lage war trostlos. Hitler war schon seit über einer Woche tot. Na, was ist? Was ist mit dir? Geh ihm helfen. Sofort. Ich wollte nur meine Haut retten, doch die Kommandeure waren bereit, uns noch in der letzten Stunde des verlorenen Krieges einfach zu opfern. Das Absetzen von der Hauptkampflinie begann in der Nacht zum 6. Mai. Alles nicht mehr benötigte Gerät wurde zurückgelassen, vernichtet oder unbrauchbar gemacht. Wir traten unseren letzten Marsch an. Der böhmische Raum, so hieß es, sei bereits in der Hand der Amerikaner. In den Augen der alten Ostfrontkämpfer flackerte das nackte Entsetzen, sobald die Rede auf die russische Gefangenschaft kam, nur dort nicht hin. Wir waren als Nachhut einer Armee eingeteilt, die sich schmachvoll zur Grenze zurückzog. Über Glatz und dann weiter nach Bad Kudowa, direkt an der Grenze. Überall unzählige Flüchtlingstrecks, die die Straßen verstopften. In Bad Kudowa spendierte ein örtlicher Gastwirt den Grenadieren,
die auf unserem Fahrzeug hockten, reichlich zu trinken. Der Schnaps floss in Strömen und die Stimmung heizte sich gefährlich auf. Der Grenzübertritt ließ bereits ahnen, was uns noch bevorstand. Ja, hörst du nicht? Komm her, wo sind wir? In die nächste Stadt hier. Bist du Deutsch? Na los! Stadt. Bist du Deutsch? Antworte endlich! Hey, Junge, was hast du da für Pozor, náchodem budou ještě projíždět jednotky SS, zadní voj německé armády, skládající se z tankových oddílů SS. Opusťte ihned ulice a stáhněte rudé prapory. SS střílejí do lidí. Jednotky SS se blíží. Zavřete okna. Opusťte ulice. Das Schießen auf alles, was sich bewegte, war keine Ausnahme. Schon am Morgen verbreitete sich die Nachricht, dass die Kapitulation verkündet worden war. Doch unsere Kommandanten scherten sich nicht darum. Neben den Russen, die uns im Nacken saßen, griffen auch tschechische Partisanen alles Deutsche an. Und ihrer gab es überall viele. Überall hingen tschechische Fahnen, Straßen und Wiesen waren voller Menschen, die ihre Befreier erwarteten. Als das die Führung sah, beriet sich unser Kommandant sofort in Náchod mit Obersturmführer Gottwald. Wir wurden in 2 Teile aufgeteilt. Die verbliebene Munition wurde auf die Fahrzeuge der ersten Batterie verteilt, die dem Russen den Rücken decken sollte. Wir dagegen sollten ohne Munition an der Spitze fahren und den Lastwagen mit dem Rest der Division den Weg freimachen. Wir stürzten in eine wilde Flucht. Hinter der Stadt versuchte der Kommandant Verbindung zum Rest der Einheit aufzunehmen. Vergebens. Er befahl den anderen Fahrzeugen weiterzufahren, wir aber hielten an. Motor aus, lauschen. Gottwald, hörst du mich? Wie ist die Lage? Alle, hört mich jemand? Hörst du mich? Aus Richtung der Stadt tobte bereits der Kampf. Verdammt, Scheiße! MG-Salven peitschten durch das dumpfe Donnern der Panzerkanonen. Über den Dächern stiegen die ersten Rauchwolken auf. Was ist denn los? Was sind Sie da? Russen? Sind möglich? Scheiße, weiter! Im Inneren unseres Panzers tauschten wir verzweifelte Blicke. Většina pancéřů projelo po hlavní silnici na Skalici, ale dole pod kopcem stojí ještě jeden. Dobrá, není nás mnoho, ale zkusíme je vyřídit. Připravit boj. Karle, druhé družstvo, připravit k boji. Ještě ne, čekej. Čekej, ještě vydrž. Připravte se! Pálit! Ta lidi se vyprsty. Los! Mach schon! Los da! Ich will nicht sterben!
folgte meine Gefangennahme durch die Aufständischen, die ihren Siegestaumel nicht verbargen. Dann der Weg in die Nachbarstadt, wo wir am nächsten Tag die Verwüstung nach den Kämpfen beseitigen mussten. In den Leichenhaufen erkannte ich viele Gesichter, denen ich in den letzten Monaten täglich begegnet war. Die Russen, die an jenem Tag, dem 10. Mai, kamen, kannten keine Gnade. Es floss noch viel Blut nach dem offiziellen Kriegsende, einem Ende, das wir selbst missachtet hatten. Diese Geschichte vertraue ich nun meinem Tagebuch an, wo sie für immer verborgen bleiben soll, genau wie die Narben auf den Seelen derer, die das damals durchlebten. Meine eigenen vertieften sich noch, als ich 1952 durch ein Wunder aus der Gefangenschaft in Sibirien heimkehrte. Doch als gebrochener Mann. Erst da begriff ich in vollem Ausmaß, welch einem Regime ich so treu gedient hatte und wofür ich gezwungen war, meine besten Jahre zu opfern. Was jene verbrachen, die dieselben Uniformen trugen wie wir. Inspired by true events from the Nakhod region, where one day after the German capitulation, a rearguard formed by members of the 31st SS Volunteer Division clashed with Czech insurgents and lead units of the Red Army. The SS members leading this fight did not hesitate, even a day after the ceasefire, to ruthlessly execute captured Soviet soldiers, Czech insurgents and civilians alike. This brutality was subsequently repaid in kind. In Nakhod alone, during the chaotic post-war days, dozens of the division's members were tortured and executed. Hundreds more fell in combat with insurgents, not only in Nakhod, but particularly in Česká Skalice and the surrounding villages. The final days of the war in Nakhod were photographed by several local citizens, helping to create a truly unique record of these local events. This record was further fleshed out by testimonies from eyewitnesses and survivors of the massacre for which the Waffen-SS were responsible. We have long been interested in this battle, one of the last in World War II in Europe, and wanted to bring these events to a wider audience, as they remain almost unknown both in the Czech Republic and abroad. As mentioned at the beginning, this story is merely inspired by this historical chapter and does not depict actual figures or specific skirmishes. The perspective of a young SS soldier is not intended to evoke pity for these soldiers, but simply to offer an alternative view of history that is rarely seen.